Dear time, dear Sangha, I'll ask first in English and then in German. Ich werde erst auf Englisch fragen, dann auf Deutsch. You said yesterday that although there's thinking, there's no thinker, and then we've also listened yesterday in the sutra that we are not our body, and that we are not our feelings, we are also not our perceptions, also not our mental formations, and we are even not our consciousness. And yeah, I'm asking then what is left, and that who we are then. Gestern hat Tai gesagt, dass obwohl da Denken ist, ist da kein Denker. Und dann haben wir auch gestern gehört im Sutra, dass wir nicht unser Körper sind, dass wir auch nicht unsere Gefühle sind, dass wir auch nicht unsere Sinneseindrücke sind, auch nicht unsere mentalen Objekte, also wir sind nicht unsere Gedanken oder unsere Vorstellungen, unsere Glaubenssätze. Und wir sind auch nicht unser Bewusstsein, also wir sind auch nicht das Bewusstsein. Und dann frage ich, was wir denn dann eigentlich sind, was also übrig bleibt. This is a very good question. Das ist eine sehr gute Frage. Hopefully tomorrow in the Dhamma talk we will find some elements for the answer. Und hoffentlich werden wir morgen im Dhamma-Vortrag einige Elemente einer Antwort finden. But in the present moment we may also do something. Aber auch im gegenwärtigen Augenblick können wir vielleicht was tun. In Buddhism we speak of two kinds of truth, the conventional truth and the ultimate truth. Im Buddhismus sprechen wir von zwei Arten der Wahrheit, von der konventionellen Wahrheit und von der ultimativen Wahrheit. Sometimes it looks like the conventional truth contradicts the ultimate truth. Und manchmal scheint es so, als würde die konventionelle Wahrheit sich mit der ultimativen Wahrheit widersprechen. But if we look deeply, you see a deep connection between the conventional truth and ultimate truth. Aber wenn wir tief schauen, dann können wir eine tiefe Verbindung zwischen der konventionellen Wahrheit und der ultimativen Wahrheit erkennen. It is like in the domain of science, we see the classical science represented by Newton, and the new science, which is represented by quantum mechanics. Es ist wie im Bereich der Wissenschaft, wo wir die klassische Physik haben, die Newtonsche Physik auf der einen Seite und die neuere Physik repräsentiert durch die Quantenphysik. In classical science, represented by Newton, things seem to be existing outside of each other. Und in der klassischen Physik nach Newton, da hat es den Anschein, als würden die Dinge außerhalb von den anderen Dingen existieren. Things seem to be located to have an exact location in time and space. Und die Dinge scheinen einen genauen Ort in Zeit und Raum zu haben. But in quantum physics, we don't see that is the truth anymore.
Aber in der Quantenphysik sehen wir, dass das nicht länger der Wahrheit entspricht. One thing can be here and there at the same time. Etwas kann hier und dort zur gleichen Zeit sein. One thing can be this, that at the same time. Etwas kann dies und das zur gleichen Zeit sein. An electron, maybe a particle, or maybe a wave. Und ein Elektron kann zur gleichen Zeit Teilchen als auch Welle sein. And sometimes it appears like a particle, but sometimes else it behaves not as a particle, but as a wave. Und manchmal scheint es wie ein Partikel, aber manchmal verhält es sich nicht wie ein Partikel, nicht wie ein Teilchen, sondern wie eine Welle. But if we look deeply, we can see a connection, some kind of connection between classical science and modern physics. Aber wenn wir genau hinschauen, können wir eine Verbindung zwischen klassischer Physik und moderner Physik erkennen. Many of us believe that the essentials of Buddhism is the teaching on karma and retribution. Karma and retribution. Vergeltung. Und viele von uns denken, dass der Kern der buddhistischen Lehre die Lehre von Karma und Vergeltung ist. But the fact is that the teaching on karma and retribution had already existed before the Buddha came. Aber die Tatsache ist, dass diese Lehre von Karma und Vergeltung schon vor dem Buddha existierte. We know that the real Buddhist teaching is the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path. Und wir wissen, dass die Kernlehre des Buddhismus die 4 edlen Wahrheiten und der edle 8-fache Pfad sind. And the teaching of the Four Noble Truths and the Eightfold Path can be understood in the light of the teaching on karma, action, Und, or retribution. und die 4 edlen Wahrheiten und der 8-fache Pfad, die können aber im Lichte der Lehre von Karma und Vergeltung verstanden werden. If we understand the teaching of the Four Noble Truths and a Noble Eightfold Path in the light of karma and retribution, and then we are dealing with the conventional truth. Und wenn wir die Lehre der 4 edlen Wahrheiten und des edlen 8-fachen Pfades im Lichte des Karmas und der Vergeltung betrachten, dann befassen wir uns mit der konventionellen Wahrheit. But we know that in that conventional truth there is an actor, the one who performs the karma, the act. And then the act being performed by that actor, and then the result, the fruit of that kind of action. So someone is doing something and inherit the fruit of his own action. There are 3 things: the actor, the action, and the fruit of the action. Und wir wissen, dass es in der konventionellen Wahrheit, da gibt es einen Akteur. Und dieser Akteur tut etwas. Und aus dieser Aktion, das ist der zweite Teil, entsteht danach die Frucht dieser Aktion. Also wir haben diese 3 Sachen, den Akteur, die Frucht und den Akteur, die Aktion. Und daraus entsteht dann die Frucht der Aktion. It looks like the actor can exist by himself alone, whether he acts or he does not act. Und es scheint so, als könnte der Akteur auch ohne die Aktion existieren, egal ob er nun etwas tut oder nicht.
the fruit of the action can be something that exists separately from the action and from the actor. Und dass auch die Frucht unabhängig von der Aktion und unabhängig vom Akteur existieren könnte. So we distinguish three things as separated entities: actor, action, and the fruit of and the fruit of the action are the receiver, are the one who receive the fruit of his action. Wir unterscheiden also drei unabhängige Einheiten voneinander: den Akteur, die Aktion oder die Frucht, oder die können wir auch als den Empfänger dieser Handlung verstehen. So outside of the action there is the actor. Also außerhalb dieser Handlung befindet sich der Akteur. A Buddhist can think of actor, action, and the fruit of action in terms of separated entities like that. Und ein Buddhist kann sich diese drei Sachen, Akteur, Handlung und Frucht der Handlung, als drei voneinander unabhängige Sachen vorstellen. Today you say something, and tomorrow you will receive the fruit of your action today. Und heute sagst du vielleicht etwas und morgen wirst du dann die Frucht dieser Handlung ernten. There is a actor, a doer, the subject of action, and then later on there will be someone who receive the fruit of his action, the receiver, the inheritor of the action. Also es gibt diesen Handelnden, diesen Akteur, dieses Subjekt des Handelns, und dann gibt es auch das Objekt des Handelns, den Empfänger, den Erben dieser Handlung. And if we distinguish between the actor and the one who inherit from the fruit of action as two separate entities, and then we are still in the realm, on the level of the conventional truth. Und wenn wir diese beiden voneinander unterscheiden, den Handelnden und den Erben dieser Handlung, dann befinden wir uns immer noch im Bereich der konventionellen Wahrheit. And if we go deeper, we see that the one who acts and the one who will receive the fruit of the action, they are not exactly the same person. Aber wenn wir ein bisschen tiefer gehen, dann werden wir sehen, dass der Handelnde und der Empfänger dieser Handlung nicht ganz genau die gleichen sind. And we begin to touch the ultimate truth. Und wir beginnen die ultimative Wirklichkeit, die ultimative Wahrheit zu berühren. And you can say that outside of the action there is no actor. Und wir werden sehen, dass es außerhalb der Handlung keine handelnde Person gibt. It is like when you look into the family album and see your picture as a 5-year-old boy. Es ist so, wie wenn du ins Familienfotoalbum schaust und dein Bild als 5-jähriges Kind siehst. And you ask the question, am I the same person with that 5-year-old boy? Or am I a totally different person? Und du stellst dir die Frage, bin ich dieselbe Person wie dieser 5-jährige Junge oder bin ich eine vollständig andere Person als dieser 5-jährige Junge? You are not exactly the same person with a 5-year-old boy because you are so different now. Und du bist nicht genau die gleiche Person wie dieser 5-jährige Junge, weil du heute ganz anders bist. So to say that you and the little boy are exactly identical, that is not the truth. Also zu sagen, dass du und dieser 5-jährige Junge völlig identisch miteinander wärt, das entspricht nicht der Wahrheit. But to say that you are not that 5-year-old boy is not the truth either. Aber zu behaupten, zu sagen, du seist nicht dieser 5-jährige Junge, das entspricht auch nicht der Wahrheit. And that is why to say that
you are the same person or you are not the same person, you don't have the truth. Und deswegen kommen wir der Wahrheit nicht näher, wenn wir sagen wollen, dass man entweder die gleiche oder nicht die gleiche ist wie die andere Person. So the actor that remain the same with the person who harvest the fruit of the action are the same person or two different, totally different person. Sind also der Handelnde und der Empfänger dieser Handlung, sind sie nun die gleiche oder völlig unterschiedliche Personen? So when you look deeply like that, you feel that you see that what you call I am is something very vague. It does not correspond to anything in reality. Und deswegen, wenn du tief schaust, kommst du zu der Erkenntnis, dass die Aussage Ich bin eine sehr vage Aussage ist und mit nichts in der Wirklichkeit korrespondiert. And that is maybe the first taste of no self. Und das ist vielleicht der erste Geschmack von Nichts selbst. Tomorrow we'll continue. Und morgen setzen wir das fort.